Herzlich willkommen zurück zu Cars Moving Parts und der Saison 2018. Obwohl wir heute einen relativ diesigen, bewölkten Tag haben, beginnen wir direkt mit einem Roadster. Natürlich nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Mercedes SL 350. SL steht für Sport leicht und die 350 ist ein Hinweis auf den Motor, in diesem Fall ein 3,5 Liter V6 mit 306 PS. Das hier ist die 6. Generation des Mercedes SL. Die werksinterne Bezeichnung ist R231, ist der Nachfolger vom R230, der 11 Jahre lang gebaut wurde. Dieses Modell ist seit 2012 auf dem Markt. Der aktuelle SL, den ich hier gerade fahre, ist ein Baujahr 2013 und das ist der letzte Sauger tatsächlich, den es noch gab. Ab 2014 wurde der SL 350 abgelöst vom SL 400 und das war dann ein turbo aufgeladener Sechszylinder mit 333 PS. Das heißt, was ich hier fahre, ist tatsächlich der letzte reine Sauger SL, den man noch kriegen kann. Der 3,5 Liter V6 klingt richtig gut. Also das ist ein, ja, so fast schon trompetig. Also ein ganz kräftiges Triebwerk, was richtig gut am Gas hängt und das auch richtig schön vorwärts schiebt. Die Beschleunigungswerte sind 5,9 Sekunden von 0 auf 100 und der Wagen ist abgeregelt bei 250. Macht echt Laune, der Wagen. Die SL-Klasse bildet heute den Luxus-Roadster von Mercedes. Bei einem Einstiegspreis von rund 94.000 € ist er somit knapp 40.000 € teurer als sein kleiner Bruder, der SLC. Der SL zeichnet sich durch seine klassischen Roadster-Form mit langer Haube und kurzem Heck aus. Typischerweise finden 2 Personen im Innenraum Platz. Gleich zu Beginn fällt die außerordentlich hohe Materialqualität und Verarbeitung auf, wie man es allerdings von einem Fahrzeug dieses Preissegments auch erwarten darf. Zahlreiche Assistenzsysteme, ein in seinem Härtegrad einstellbares Fahrwerk und Komfortzusätze wie eine Sitzheizung, Klimaautomatik, Nackenföhn, der bei Mercedes AirScarf heißt, und ein Windschott sorgen für ein absolut luxuriöses und entspanntes Reisen. Das vollautomatische Verdeck öffnet und schließt in 20 Sekunden. Der Kofferraum verkleinert sich bei geöffnetem Verdeck zwar, bietet aber immer noch rund 240 von 380 Litern Ladevolumen. Der 3,5 Liter V6, der als freisaugender Benziner der letzte seiner Art in diesem Modell ist, läuft kultiviert, hängt temperamentvoll am Gas und beschleunigt den SL unangestrengt und klangschön in hohe Geschwindigkeitsbereiche. Dabei ist er allerdings nie aufdringlich oder gespielt sportlich. Seine ohnehin elegante und zugleich markante Erscheinung wird durch das bei diesem Fahrzeug zugebuchte Sportpaket AMG noch unterstrichen. Dieses beinhaltet Front- und Heckschürze sowie Seitenschweller im AMG-Design, 19 Zoll Aluminium-Schmiedefelgen und ein um 10 mm tiefer gelegtes Fahrwerk sowie größere Bremsanlage mit gelochten Scheiben. Ein Roadster wie dieser wurde aber nicht in einer Generation zu dem, was er ist. Er ist gereift. Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte dieser Baureihe im Jahr 1954, als der Mercedes-Benz Typ 300 SL erschien. Ab 1957 gab es diesen ebenfalls als Roadster. Der 300 SL leistete sowohl als Coupé als auch als Roadster 215 PS und 275 Newtonmeter Drehmoment aus einem 3 Liter rein Sechszylinder. Damit erreichte er die 100 Stundenkilometer-Marke nach gerade einmal 7,5 Sekunden. Je nach Übersetzung erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 260 km/h. Und das zu einer Zeit, in der ein Porsche gerade einmal 198 fuhr. Über die Jahrzehnte entwickelte der SL sich ständig weiter, bis im März 2012 schließlich der R231 erschien, die bis heute letzte Baureihe des Mercedes SL. Was ich hier fahre, ist tatsächlich der letzte reine Sauger SL, den man noch kriegen kann.
Und ich muss sagen, es ist sehr schön, einen Sauger zu fahren. Bei den ganzen Turbomotoren habe ich natürlich richtig viel Drehmoment, ich habe richtig viel Bums, wenn ich Gas gebe. Aber was die Turbomotoren teilweise ein bisschen missen lassen, das ist diese ganz spontane Gasannahme und dieses am Gas hängen. Und das kann der hier sehr, sehr gut. Wenn ich aufs Gas gehe, der reagiert sehr spontan und der klingt einfach herrlich. Obwohl dieser Wagen mit 1,8 Tonnen nicht wirklich ein Leichtgewicht ist, ne? Also SL Sport Leicht, ist nicht wirklich ein Leichtgewicht. Trotzdem ist dieser Wagen 140 Kilo leichter als das Vorgängermodell. Das ist dem geschuldet, dass dieser Wagen mittlerweile fast komplett aus Aluminium gefertigt ist, bis auf die A-Säule hier vorne und bis auf Teile, ich glaube, der Motorhaube. Aber ansonsten ist der Wagen komplett Aluminium, wiegt also eine ganze Menge weniger als das Vorgängermodell. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Mercedes SL sitze und es gefällt mir richtig gut. Dieser Wagen ist souverän, kraftvoll, ruhig. Die Verarbeitung ist spitzenmäßig. Ich habe das gesamte Armaturenbrett mit Leder bezogen. Ich habe diese herrlichen, hübschen, sehr ästhetischen Luftausströmer. Das Zentraldisplay ist hier richtig schön integriert in die Mittelkonsole. Es ist alles wirklich sehr, sehr hübsch, sehr stimmig und sehr, sehr hochwertig. Obwohl das S von SL ja Sport bedeutet und man mit diesem Wagen auch sportlich fahren. Komm, ich muss einmal muss ich jetzt mal hier einen Kickdown machen. So, wir haben hier gerade so richtig schön viel Platz. Okay, was auf jeden Fall gut ist bei 1,8 Tonnen Leergewicht und 306 PS, das ist die Beschleunigung von 0 auf 100, denn die geht so. Ja, hat eine andere Leistungsentfaltung als ein Turbo. Ne? Je höher man dreht, desto mehr Kraft kommt da tatsächlich auch. Das heißt, dieses enorme Drehmoment eines Turbomotors ist hier nicht. Aber das fehlt dem Wagen auch nicht. Also die Charakteristik des Motors, inklusive auch der 7G-Tronik, die hier verbaut ist, serienmäßig übrigens, passt ganz hervorragend. Der Wagen zieht richtig schön homogen nach oben, zieht auch recht schnell nach oben. Knappe 6 Sekunden sind es, 5,9 Sekunden. Und der klingt dabei einfach ganz hervorragend. Es macht richtig Spaß mit dem Wagen. Gas zu geben. Nee, ist ein toller Wagen wirklich. Ich kann über die Pedals hier vorne am Lenkrad manuelle Eingriffe machen. Grundsätzlich habe ich entweder ein Eco- oder ein Sportfahrprogramm. Der dritte Fahrmodus ist M, steht für manuell. Dann schalte ich wirklich nur noch über die Pedals und die Automatik mischt sich gar nicht mehr ein. Es ist hinfällig zu erwähnen, dass dieser Wagen natürlich jede Menge Assistenzsysteme an Bord hat. Wenn ich hier einmal durch den Bordcomputer scrolle, weil hier ist eine ganze Menge. So, ich habe eine Geschwindigkeitsregelanlage, Distronic habe ich. Ich habe ein Pre-Safe-Bremssystem, ich habe Attention Assist. Das heißt, passe ich auch auf, habe ich die Augen wirklich auf der Straße. Ich habe einen Totwinkelassistenten und ich habe einen Spurhalterassistenten. Den merke ich auch die ganze Zeit. Der fühlt sich wie so eine kleine Unwucht im Lenkrad an. Das Lenkrad, das macht so ganz seichte Schläge, um mich darauf hinzuweisen, dass ich gerade über die Mittellinie oder über die Randbegrenzung fahre. Ist nicht jedermanns Sache, aber kann man natürlich ausschalten.
Also insgesamt ist dieser Wagen auf jeden Fall sportlich zu nennen. Was er natürlich nicht ist, was er aber auch gar nicht sein will und sein soll, ein Sportwagen. Für einen Sportwagen ist natürlich der Radstand ein bisschen zu lang, das Leergewicht ist ein bisschen zu hoch. Dieser Wagen ist aber auch nicht dafür ausgelegt, ein reiner Sportwagen zu sein, sondern das, was richtig toll an diesem Wagen ist, was dieser Wagen richtig gut kann und was auch sehr sympathisch ist, man kann mit diesem Wagen Grand Touring machen. Man kann mit dem Wagen Überland fahren, hat diesen kraftvollen Sechszylinder unter der Haube, der einen richtig schön vorwärts schiebt. Der Wagen klingt toll, hat sehr viel Komfort. Man kann auch mit dem Airscarf beispielsweise bei Temperaturen offen fahren, die normalerweise noch nicht fürs Offenfahren geeignet sind. Ja, und das Reisen in diesem Wagen, das Cruisen in diesem Wagen geht sehr souverän, sehr ruhig und natürlich Mercedes, das hier ist ein Luxus-Roadster, sehr luxuriös vonstatten. Herr Doktor, vielen Dank, dass Sie mir Ihr Auto geliehen haben. Ein echtes Erlebnis und ein Riesenspaß. Herr Doktor, vielen Dank, dass du mir